Im Qualitätsmanagement sind diese Personen von ihrer Kapazität her, von ihrem Potenzial wie ein Ferrari. Nur am normalen Arbeitsmarkt verhalten sie sich halt wie ein Ferrari auf einer Schotterstraße. Wenn ich 3 Minuten drüber bin, kriege ich schon die Reaktion, hey, Timebox, Pause. Diese Rechtschreibfehler fallen uns überhaupt nicht auf. Eine Person mit Autismus macht den Artikel auf oder macht das Dokument auf, es ist ja vollkommen egal was, und sieht sofort den Unterschied, also die Ungleichheit. Wenn man den Regressionstest das 15. Mal durchführt manuell, dann hat man im Normalfall eher, lässt die Begeisterung, sagen wir es mal so, ein bisschen nach. Ja? Und für solche Menschen mit dieser Spezialbegabung, da fängt es erst richtig an. Ja? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie und bei mir zu Gast waren Helmut Pichler und Markus Kalpen. Und mit den beiden habe ich über ihr Ausbildungsprogramm für Menschen mit Autismusdiagnose im Software Testing gesprochen. Welche besonderen Stärken diese Menschen ins Testing mitbringen, wie Training und Prüfung dafür angepasst werden und was Unternehmen für eine gelungene Übernahme brauchen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß dabei. Hallo Markus, hallo Helmut, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo Richie. Hallo, servus. Die Einladung, dass wir unser cooles Thema da präsentieren dürfen. Ich freue mich sehr, ja. Ja, ich freue mich auch. Ihr sitzt ja quasi in meiner Heimat in Wien gerade. Also ich winke da in die ferne Heimat. Und freue mich, dass wir hier zusammen sind. Markus, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Helmut kenne ich ja schon aus grauer Vorzeit, Lochkarten und davor Steintafeln, wo wir schon getestet haben zusammen. Und heute haben wir ein schönes Thema, das euch beide ja auch zusammengebracht hat oder zumindest jetzt noch verbindet. Und die Folge ist entstanden ja an der Idee, es gab ja vor ein paar Wochen oder Monaten die Folge mit dem Robert, der Autismus hat, und daraufhin sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, ja, wir haben da so ein Projekt am Laufen, das da gut zu dem Thema passt, und darüber wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Und ja, ich werfe da den Ball gleich rüber. Was macht ihr denn? Ja, ich darf vielleicht gleich ein bisschen ausholen, ja, wo das Ganze herkommt. Ja. Und angefangen hat eigentlich alles 2010 ungefähr, ja, bei einer Eurostar-Konferenz, Testkonferenz. Und da sehe ich mich heute wie noch vor Augen, ja, wie ich gemeinsam mit rund 1000 Teilnehmern da mit feuchten Augen quasi im Auditorium gestanden bin und einem gewissen Torhill Sonne Standing Ovations nach seiner Keynote gegeben habe, ja, wo er eine sehr intime, persönliche Geschichte erzählt hat, und zwar über seinen Sohn, ja, das war quasi der Auslöser, der besondere Begabung hat, ja, und jedoch im Berufsleben große Probleme hatte, das quasi auf die Straße zu bringen. Ja. Und der Torkel Sonne hat dann quasi das Ganze ist ihm nachgegangen und der Sohn bekam die Diagnose Asperger. Ja. Und der Torkel hat dann seinen Job quasi an den Nagel gehängt und hat kurzhin dann Spezialisterne gegründet. Ein Unternehmen, wo er dann speziell mit Menschen mit der Diagnose Asperger dann den Rahmen aufgebaut hat. Ja. Und so hat die Erfolgsgeschichte eigentlich begonnen. Ja. Und damals habe ich mir gedacht, hey, das wäre echt super, wenn es das doch in Österreich auch gäbe. Ja. 2010 wohlgemerkt. Ja. Und es musste reifen. Ja. Also erst 2015 haben sich dann zwei gefunden, um diese Erfolgsgeschichte aus in Österreich zu starten. Ja. Das war damals die Organisation Spezialisterne Austria, also sprich ein Ableger von dem Spezialisterne vom Torkel Sonne hier lokal in Österreich, wo eben der Markus dort Mitbegründer war, ja, also da schon damals mit an Bord, und damals noch die Anecon, ja, das ist der Vorläufer von der Nagaro,
wo wir uns gemeinsam zusammengetan haben, um jetzt dieses Ausbildungsprogramm eben auch hier in Österreich aufzustellen. Ja. Und was da dazu gehört mit Rahmenprogramm, Auswahlprozess, psychologische Betreuung bis hin zur Vermittlung, war dann Thema von der Spezialisterne damals. Und wir als Anecon Nagaro haben hier als erfahrener Testdienstleister da im Prinzip den Unterbau halt hier quasi skizziert oder definiert. Also sprich das Ausbildungsprogramm mit den benötigten Modulen halt hier dann erstellt, ja, wo eben ein Teil eben als gute Basis haben wir uns gedacht, ja, und das hat sich auch bewährt, das ISTQB Foundation Level hernehmen, um einmal den Grundstock zu legen. Und so wurde dann eigentlich das Testing Pro, wie wir es dann genannt haben, damals quasi ins Leben gerufen und gestartet. Ja. Und dabei ging es, also da ging es quasi darum, quasi die Stärken da zu heben und weiter zu fördern und in den Arbeitsmarkt zu bringen. Genau, also hier tatsächlich eben in unserem Ausbildungsprogramm halt auf die besonderen Bedürfnisse der Teilnehmer halt hier einzugehen, ja, und halt hier eben von der Intensität her quasi dann auch unseren Stundenplan sozusagen anzupassen und eben auch, da schaue ich zu Markus, ja, hier auch vom Rahmen her, von den Eckdaten, die halt das Spezialist Lerne halt hier bereitgestellt hat, hier dann entsprechend bereitzustellen. Ja, ja also von Spezialist Lerne hat damals etwas ganz Einzigartiges geschafft in Österreich, weil es gab oder gibt jetzt kaum noch Vergleichbares, nämlich wirklich ein Ausbildungsprogramm für Personen mit Autismusdiagnose, also ich sage jetzt einmal Menschen mit einer Behinderung oder mit einer massiven Einschränkung am Arbeitsmarkt, in ein Format zu packen, wo real Unternehmen, wie damals die Anecon oder die Tricentis als zweiter Partner, wirklich ganz praktisch in der Ausbildung mitgearbeitet haben. Und die Organisation Spezialist Lerne hat sich eigentlich nur um die Abwicklung quasi gekümmert mit dem AMS. Das AMS hat das dankenswerterweise immer gefördert und finanziert. Das heißt, die Ausbildung ist für die Teilnehmer kostenlos. Und auch Anecon damals, jetzt Nagaro und Tricentis, sind uns als Spezialist Lerne dann natürlich auch entgegengekommen, weil wenn ich das am freien Markt einkaufe, diese Ausbildung, ist es so kostspielig, dass das AMS wahrscheinlich auch nicht finanziert. Und durch dieses Konzept, also Zusammenschluss von professionellen IT-Firmen und Trainingsinstituten mit dem wirklich Know-how vom ersten Arbeitsmarkt plus dem Know-how der Vermittlung und der sage ich jetzt mal sozialarbeiterischen Betreuung, das Format so zu gestalten, dass es eben zum Beispiel nicht 8 Stunden Ausbildung sind, sondern nur 5 oder 6 pro Tag, dass immer wieder Pausen dazwischen sind. Das haben wir gemeinsam geschaffen und das war auch die Erfolgsgeschichte. Und der Hintergrund war natürlich auch, und der ist natürlich in erster Linie für die Teilnehmer das Allerwichtigste, aber natürlich auch fürs AMS, also die gesellschaftspolitische Aspekte da drinnen sind die Vermittlung der Personen dann in ein Arbeitsverhältnis am ersten Arbeitsmarkt. Und das ist eben mit Spezialist Lerne in einem sehr, sehr hohen und mit Anecon Nagaro Ausmaß gelungen von über 70-80%. Das heißt, die Teilnehmer, die 10, meistens waren es 10 pro Durchgang, das sind 7, 8 vom Fleck weg quasi in ein Unternehmen übernommen worden im Software-Testing-Bereich, damals noch über die Arbeitskräfteüberlassung, also die gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung, aber die waren über Jahre hinweg bei großen Firmen beschäftigt, sind es teilweise natürlich heute noch. Und das war das Erfolgsmodell, dass wir hier wirklich praxisnah, sehr, sehr praxisnah die Leistung oder die Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal, des Lernens so gestaltet werden konnten, dass die Teilnehmer mit ihrer Autismusdiagnose von den Rahmenbedingungen her gut folgen konnten. Auch das Setting war natürlich in den Räumlichkeiten von Spezialist Lerne autismusgerecht, also sehr ruhig und es gab Rückzugsräume und so weiter. Und ich vergleiche das immer
Also das habe ich damals schon bei Spezialistiane gesagt, im Software-Testing, im Qualitätsmanagement sind diese Personen von ihrer Kapazität her, von ihren Potenzialen wie ein Ferrari. Nur am normalen Arbeitsmarkt verhalten sie sich halt wie ein Ferrari auf einer Schotterstraße. Es bringen einfach, weil die Rahmenbedingungen nicht passen, also die Schotterstraße passt nicht. Wenn ich den Ferrari auf die Rennstrecke stelle, und das haben viele Unternehmen mit Spezialistiane und Nagarro aufgrund der Ausbildung geschaffen, weil die Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, dass diese Personen in Ruhe, ganz konzentriert und mit ihren Vorgaben und Aufgaben betraut wurden, dann funktionieren sie halt wirklich wie ein Ferrari auf einer Rennstrecke und überholen alle anderen pro Tag zweimal, sage ich jetzt. Das war auch das Feedback von den Unternehmen. Was ist denn dieser Match dieser Stärken? Warum ist denn das gerade im Software-Testing so, warum ist man da gerade da der Ferrari dann? Ja. Also mir fallen da spontan ein paar Dinge ein mit der Detailgenauigkeit, vor allem auch mit der Ausdauer, ja, dass die Teilnehmer mitbringen. Hier doch wiederkehrende Arbeiten, also unser eins würde sagen langweilige Arbeiten, ja, wenn man Regressionstests das 15. Mal durchführt manuell, ja, dann hat man im Normalfall eher, lässt die Begeisterung, sagen wir es mal so, ein bisschen nach. Ja. Und für solche Menschen mit dieser Spezialbegabung, da fängt es da erst richtig an. Ja. Das heißt, da sind sie dann eingespielt, da kennen sie das Umfeld, die Aufgabenstellung, und da sind sie dann fast nicht mehr wegzukriegen, nicht, von der Aufgabenstellung. Und diese Ausdauer, die ist schon enorm, ja, das ist wirklich faszinierend. Aber eben auch in Verbindung mit, okay, es braucht eben den Rahmen, wie der Markus schon gesagt hat, also quasi das Umfeld muss soweit passen und dann auch die konkrete Aufgabenstellung. Ja. Also sagen, schau dir das mal an und dann mach was, ja. Ist jetzt nicht so das Erfolgsteam-Geschichte, ja, also da wird man eher nicht so, da ist man dann erst noch ein bisschen feinschottrig unterwegs, ja, weil man dann sagt, konkret, da hast du die Testfallliste und da ist das Testobjekt und da sind die Testdaten und da bitte loslegen, also da kommen wir schon Richtung Rennstrecke, ja. Also es gibt ja mittlerweile unzählige Studien und Fakten, die das belegt haben, was jetzt für, ich sage jetzt einmal, den klassischen, es gibt keine klassischen Autisten, aber Personen in dem Autismus-Spektrum, die diese Hochbegabung im Bereich Genauigkeit, Fehlersuche, Konzentrationsfähigkeit, auch Intelligenz natürlich gehört dazu, über die verfügen, über diese Begabungen und über diese Fähigkeiten. Auf der anderen Seite brauchen sie eben ganz klare Vorgaben, sie brauchen ganz klare Anweisungen. Das klingt für uns vielleicht oft viel zu pingelig, aber es ist für diese Personen wichtig, wann sollen sie wo sein, was sollen sie tun, wann soll es fertig sein. Also wie der Helmut vorher gesagt hat, schau dir das einmal an, wenn ich das am Autisten sage, dann wird er es genauso machen. Dann wird er sich das irgendwann einmal anschauen. Also es gibt dann nicht, das heißt für uns, ja, schau dir das einmal an, okay, setz dich hin und prüft das. Ja. Das kann ja auch zum Beispiel das klassische Feedback von einem Chef sein, naja, schauen Sie sich das noch einmal an. Ne? Also heißt für uns, da ist was falsch. Für einen Autisten heißt das, schau dir das einmal an, ja, also vielleicht morgen oder nächste Woche. Ja. Also ganz klare Anweisungen sind zum Beispiel ein Faktum, dass das erfolgreich sein kann. Also wenn ich eine Aufgabe habe, dann sage ich, bitte jetzt und bitte um 16 Uhr oder morgen um 16 Uhr fertig sein. Und in der Art und Weise. Ja. Und in der Vorgabe. Also auch auf deine Frage, Richie, vorhin, was ist das Besondere? Ich komme aus dem HR-Bereich, aus der Personalvermittlung. Ich bin kein ITler, ich kann es jetzt an IT und vor allem an Software-Testing, Fakten nicht so festmachen. Aber ich mache es gerne an so Alltagserlebnissen fest. Wenn wir Personen mit Autismus ausgewählt haben für diese Ausbildung, dann sind die zu uns ins Büro gekommen bei Spezialistiane und haben dann manchmal 10 Minuten warten müssen, bis sie dann zum Aufnahmegespräch gekommen sind oder zu einem Test oder was auch immer. Und da saßen sie und dann kamen oft Leute, die sind dann da die 10 Minuten im Wartezimmer, also im Wartebereich gesessen oder sind dann überhaupt direkt von der Straßenbahn gekommen und haben als erstes zu mir gesagt,
Ich habe jetzt die Kronenzeitung gelesen, ich bin von Schwächert hergefahren und in der Kronenzeitung sind 48 Rechtschreibfehler. Und manche haben im Vorraum bei uns die Illustrierte und sagt, da sind in dem Artikel 7 Rechtschreibfehler. Diese Rechtschreibfehler fallen uns überhaupt nicht auf. Eine Person mit Autismus macht den Artikel auf oder macht das Dokument auf, es ist ja vollkommen egal was, und sieht sofort den Unterschied, also die Ungleichheit. Also es ist eine Form der Wahrnehmung, die wir uns teilweise gar nicht vorstellen können, also wir jetzt ohne Autismusdiagnose, die in dem Fall eine unglaubliche Begabung ist und ein unglaublicher Vorteil. Markus, da möchte ich gleich einhaken, weil das so ein Thema ist, das mich jetzt als Trainer, das heißt, läuft ja gerade so ein Testing-Pro-Durchgang, ja, wo ich jetzt gerade vom Training komme und da diese Spezialbegabung, ja, also ich sage immer, nach so einem Testing-Pro-Durchgang, ja, sind unsere Unterlagen, die wir da vorbereitet haben, wirklich perfekt. Da gibt es keine Rechtschreibfehler mehr, keine Kommafehler, keine nix, ja, weil das wird alles wirklich brutal aufgezeigt, ja, und sehr, sehr, sehr nachhaltig. Ja. Und wenn ich da vielleicht gerade einhaken kann, eins möchte ich noch nachlegen, weil du ja eine internationale Hörerschaft und Seherschaft hast. AMS ist das Arbeitsmarktservice, also das Arbeitsmarktvermittlung in Österreich. Ja. Aber die mich kennen, kennen mich vielleicht eben auch als leidenschaftlichen Trainer. Ja. Und gerade im Dialog mit Menschen, ja, das ist was mir besonders am Trainersein taugt. Ja. Und da war sehr rasch klar mit Menschen in dieser Zielgruppe. Ja. Das ist nochmal was Besonderes. Ja. Nur wirklich da den Dialog aufzubauen, ja, die Connection zu den einzelnen Personen, ja, dass man wirklich auch konkret Feedback kriegt, ja, das ist was man halt erst lernen muss, ja. So ich sage immer das Beispiel, hat noch jemand eine Frage, ja, da wirst du nie und nimmer eine Antwort bekommen, aber wenn du sagst, okay, du Richie, wie geht's dir mit dem Thema? Hast du dazu noch eine Frage oder wie geht's dir damit, ja? Dann hast du eine Chance, dass du wirklich qualifiziertes Feedback bekommst. Ja, also diese Direktansprache, und das macht es aber als Trainer total interessant, ja, eben zu schauen, wie man halt agieren kann, dass man die einzelnen Personen knackt. Ja. Eins, dass das oft so ein Thema ist, ja, mit, okay, ja, ich kenne schon die Leute, ich kenne jemanden, der halt auch die Diagnose hat, ja, und da ist auch jetzt bei dem Training, das ich habe, könnte man tatsächlich sagen, kennst du einen Menschen mit Asperger-Diagnose, kennst du einen Menschen mit Asperger-Diagnose. Ja? Das ist so breit gefächert. Ja? Die einen sind halt kommunikativer, die anderen also kommunikativer in der Art, dass du es kaum abdrehen kannst. Ja? Die anderen wieder sehr zurückhaltend, ja, und wenn du sie ansprichst, dann merkst du, der ist voll am Punkt, ja. Und das ist so unterschiedlich und das macht das Coole eben auch aus als Trainer, ja, auch egal was du jetzt dort vermittelst. Was mir ein bisschen auch eins dann, also ich gleich den Markus was mir noch auch am Herzen liegt, ist ganz spezifisch ist, dass man dort auch wirklich aufpassen muss, dass man nicht Aufgaben halt hier aufgibt, ja, die halt den Perfektionsdrang von Personen dort aufweckt. Ja. Weil dann bringst du die nicht mehr los von dem Thema. Ja. Also das ist schon dann eine gewisse Generalität quasi, die man da halt anteilen darf. Ja. Was sind denn so, also du hast jetzt gesagt, so die Übungsauswahl und auch der Dialog mit den Teilnehmenden, was sind denn, du trainierst ja quasi auch in der breiten Masse, also auch ohne Menschen ohne Autismusdiagnose. Was ist denn da für dich so noch so Unterschiede, wie du dich vorbereitest oder wie das Training dann auch abläuft, auch jetzt zum Beispiel von der Struktur her, von den Pausen, von den medialen Geschichten oder so? Gerade auch ein Beispiel heute. Ja. Ich habe eben aus der Vergangenheit heraus, habe ich mal ein fixes Timeboxing halt schon einmal fix auferlegt. Ja.
50 Minuten Unterricht, 10 Minuten Pause. Ja. Wenn ich 3 Minuten drüber bin, kriege ich schon die Reaktion, hey, Timebox, ja, Timebox, Pause, ist irgendwie echt spannend. Ja. Und das ist eben wirklich auch diese fixe Struktur, ja, worauf Sie sich einstellen können, ist eben eines der wichtigen Themen. Dann klarerweise ruhiges Umfeld, ja, dann auch gerade auch diese unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, wenn Teilnehmer dabei sind und Teilnehmerinnen, die es halt eher ruhiger brauchen und so weiter, und dann andere wiederum, die vor sich hin sprudeln, ja, irgendwas, ja, dann muss man schauen, dass man da ein ausgewogenes Verhältnis kriegt, ja, und die Sprudelnden ein bisschen dann einfangt wieder, ja, weil sonst schalten die anderen, die sehr ruhig brauchen, wieder komplett ab und dann muss man es erst wieder einfangen, ja. Ja. Und Und wie ist es, wenn das in Richtung Prüfung geht? Also wir kennen ja die Foundation-Level-Prüfung, die ist ja ein Multiple-Choice-Test, na, und auch da sind ja Antworten manchmal vielleicht nicht so hundertprozentig eindeutig. Oder es könnte auch eine andere Lösung geben, wenn man weit nachdenkt. Wie ist denn das da? Kriegst du dann da auch Feedback dazu? Oder wie sind denn auch die Bestehensquoten? ja. Also heute hat man einen Teilnehmer zum Beispiel schon doch verschiedenste Schreib- und Tippfehler und Verweisfehler aus dem Lehrplan herausgezeigt. Ja. Und wir bereiten hier die Teilnehmer tatsächlich, dadurch, dass wir es länger gestreckt haben jetzt, den Kurs, also nicht wie üblich 3 oder 4 Tage, ja, sondern halt doch jetzt über 4 Wochen halt wirklich aufgeteilt auf 3 Tage Einheiten und so, also 3 Tage zu je 6 Stunden oder 5 Stunden, dass wir hier dann einplanen, dass sie sich die Fragen dann selbst einmal quasi von dem bis zu den Kapiteln, die wir halt durchgenommen haben, dass sie sich die Fragen selbst einmal quasi in Ruhe halt anschauen können und dann eben auch mit dem genialen Deliverables von ISTQB oder GTP, ATP, STP, wo es diese Musterprüfungsfragen eben auch mit Antwortoptionen gibt, ja, wo man sich dort sehr, sehr gut vorbereiten kann und dann auch wirklich einjustieren kann. Ja. Und die Fragen, die sich daraus noch ergeben, die machen wir jetzt dann halt im Training dann halt noch einmal, dass man halt die Herangehensweise und die Versuch der Interpretation und so weiter, also mit, ja, das sind die Ergebnisse, aber die sind nicht komplett, ja. Ja, okay, aber und welche Antwortoptionen sind die komplettesten von den 4 Optionen? Ja, aber die sind nicht ganz komplett, ja. So, ja, okay, aber da steht ja, was ist die beste Lösung, ja. Wo sie überraschenderweise ganz gut zurechtkommen, sind diese Testentwurfstechniken, ja, wo du eine fixe Formel hast, ja, wo du was ableiten kannst, ja, oder zählen kannst. Ja. Das ist fast eine Hansa-Bank, ja. Aber sonst hast du ja wirklich auch das ruhige Umfeld, die fixen Strukturen, die doch direkte Ansprache, ja, dass ich auf die Teilnehmer wirklich persönlich auch eingehe, ja. Dann so ein bisschen, ja, also es liegt mir überhaupt fern, so ein bisschen immer mit Schmäh, wie man es bei uns sagt, halt quasi dort zu arbeiten, ja, irgendwie Beispiele zu bringen und halt ein bisschen auch Humor reinzubringen, dass das ein bisschen auflockert, ja, das stärkt irgendwo auch so ein bisschen das Vertrauen der Teilnehmer, ja, und das ist dann auch wirklich sehr, sehr fein, wenn man sieht, man ist in Interaktion mit den Teilnehmern, ja. Ja, verstehe. Wenn so jetzt, sagen wir, die Prüfung ist dann geschafft und Markus, ich nehme an, du nimmst dann den Ball wieder auf und wie gelingt denn aktuell so dieser Transfer auch in die Unternehmen, in den Arbeitsmarkt, beziehungsweise was sind denn da die Herausforderungen? Ja, warum wir jetzt auch da bei uns in der ETC sitzen, hat ja auch die Geschichte, dass 2023, 2024 dann diese Nachfolgeorganisation von Spezialisterne leider in Insolvenz ging und es die Ausbildung nicht mehr gab. Und es war halt ganz gelinde gesagt in Österreich und in Ostösterreich, in Wien so, dass es für Menschen mit Autismus eigentlich dann gar nichts mehr gab am Arbeitsmarkt. Keine Schulungen oder Kurse. Und ich ja mittlerweile seit einigen Jahren bei der ETC bin,
und in der ETC meine Geschäftsführung auch überzeugen konnte, auch mit Hilfe von Helmut, der ja da auch schon lang bekannt ist, dass wir versuchen sollten, beim AMS diesen Kurs wieder ins Leben zu rufen, und das ist auch gelungen, und wir haben den auch ein bisschen adaptiert, also im Vergleich zu früher. Das war mein Learning aus anderen Ausbildungen, die wir mit so speziellen Zielgruppen gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir machen daraus eine duale Ausbildung. Das heißt, wir bilden nicht aus und versuchen dann zu vermitteln, sondern wir suchen von Beginn an und während der Ausbildung schon Praktikumsunternehmen, vermitteln die Teilnehmer schon während des Kurses oder im Idealfall sogar davor. Und am Ende des Kurses, also in diesem Fall jetzt im Jänner 2027, sollten dann alle Teilnehmer schon in einem Praxisunternehmen sitzen, das sie dann auch in der Regel übernehmen soll. Es gab für die Unternehmen keine Übernahmeverpflichtung, sondern es geht in erster Linie darum, den Teilnehmern durch das Praktikum die praktische Ausbildung zu ermöglichen. Und es gibt keine Übernahmeverpflichtung. Also jedes Unternehmen kann selber sagen, ja, ich bilde den jetzt aus, diese 10 Monate, und ob ich ihn dann übernehme, das schauen wir uns dann an. Wir haben jetzt einige schon bei Unternehmen untergebracht. Andere müssen wir noch suchen für andere Teilnehmer. Es ist die Wirtschaftslage momentan sehr angespannt. Viele haben kompletten Hiring-Stop. Die öffentlichen Unternehmen oder die, sage ich jetzt einmal, öffentlichkeitsnahen Unternehmen haben sowieso auch starke Einsparungsmaßnahmen. Das heißt, es ist momentan, ich will jetzt nicht sudern, wie man so in Wien sagt, aber es ist momentan schon schwieriger als in den letzten Jahren. Aber es ist nicht unmöglich. Und es ist schon auch für die Unternehmen, und das ist in der ETC mein Job in erster Linie, die Unternehmen davon zu überzeugen bzw. zu finden und ihnen quasi dieses Angebot zu machen. Es ist für die Unternehmen eigentlich ein Nullsummenspiel. Eigentlich profitieren sie, weil sie kriegen einen eine Top-Fachkraft am Ende, der schon am Beginn eigentlich, sagen unsere Erfahrungswerte, nach 2-3 Monaten produktiv ist und ihnen absolut nichts kostet, weil die Mitarbeiter die Teilnehmer bleiben beim Arbeitsmarktservice versichert und gemeldet. Das heißt, sie sind beim Unternehmen nicht auf der Payroll. Es entstehen für das Unternehmen überhaupt keine Kosten. Und die arbeiten aber 30 Stunden ungefähr, oder sagen wir 25 bis 30 Stunden pro Woche mit. Der Rest ist Theorie bei uns in der ETC oder Selbstlernphasen zu Hause mit Wiederholungen, mit dem Helmut. Und ungefähr so 60-70% sind Praxiszeiten im Unternehmen. Und da haben wir einfach das Feedback, dass die Teilnehmer, wenn sie gut platziert sind, sprich wenn die Rahmenbedingungen für ihren Arbeitsplatz passen, wenn die Mitarbeiter wissen, das ist ein Mitarbeiter mit Autismus, da muss ich ein bisschen auf das und das achten. Das ist ja keine Raketenwissenschaft, da geht es um ganz einfache Verhaltensmuster, Maßnahmen. Dann bringen diese Kandidaten schon während der Ausbildung ganz, ganz tolle Leistungen. Also wir haben es jetzt schon das erste Feedback von den Unternehmen jetzt schon und wir wissen es ja auch aus den letzten Jahren, wie es noch gelaufen ist, dass die Unternehmen ungefähr mit 80% Übernahmequoten haben wir da erreicht. Ne? Ja. Wie macht ihr denn das? Also begleitet ihr das Unternehmen, auch weil du gerade gesagt hast, die Rahmenbedingungen müssen ja auch da sein. Also die anderen Mitarbeiter müssen wissen, was passiert jetzt hier, wie geht man um, wie muss ich vielleicht Meetings-Dinge anders strukturieren, die Organisation ein bisschen umbauen. Genau. Das macht ihr quasi auch mit. Ja, also da geht es einfach so ein bisschen es sind so 2-3 Phasen. Das erste ist jetzt, ich war letzte Woche wieder auf einer großen Personalkonferenz in Österreich, wieder mit vielen neuen Unternehmen gesprochen, in der ersten Linie Personalleiter oder auch Geschäftsführer, die dann sehr wohl sensibilisiert werden auf das Thema, neugierig werden, sagen, ja, es klingt schon interessant, diese Hürde muss man mal schaffen. Also da muss man mal schauen, dass man oben reinkommt. Irgendwo muss man den Schlüssel ins Loch stecken und dann einmal diese Neugierde wecken. Dann kommt es meistens im zweiten Schritt zum ersten Meeting, also meistens jetzt online über irgendwelche Medien, so wie wir jetzt, wo ich einmal einen Überblick gebe, was haben wir für Kandidaten, was bilden wir überhaupt für Jobrollen aus, sind die überhaupt quasi vakant in dem Unternehmen, gibt es überhaupt einen möglichen Praktikumsplatz, wo wäre der, ja? Wer würde als Buddy oder als Mentor für den Kandidaten die 10 Monate zur Verfügung stellen. Und wenn das alles
positiv läuft, und da informiere ich natürlich auch über die, sei jetzt einmal sogenannten Rahmenbedingungen. Das sind einfach so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass wenn ein Unternehmen halt ein Großraumbüro hat, dann wäre es halt gut, wenn die Person mit Autismus nicht beim Eingang sitzt oder in der Mitte, sondern einen Randplatz kriegt, vielleicht mit einem Paramount oder Pflanzen, wo sie in Ruhe mit Kopfhörern arbeiten kann zum Beispiel. Oder wenn im Idealfall natürlich ein kleines Büro mit einer zweiten Kollegin drinnen oder vielleicht sogar 3, aber das sind einfach so ganz räumliche Fragestellungen. Oder Ansprechpersonen nennen, dass ich sage, wem kann er fragen, von wem kriegt er Anweisungen. Das sind einfach so die wichtigsten Informationen, die man am Beginn geben kann. Und wenn dann noch immer die Bereitschaft da ist, und das ist gar nicht einmal so selten, dann geht es in den Vorstellungsprozess. Das heißt, die Unternehmen können sich alle unsere Kandidaten, die wir haben, anschauen, also normal einmal in den Bewerbungsunterlagen, dann natürlich auch Vorstellungsgespräche, wo die Kandidaten selbstständig hingehen. Das sind ganz normale selbstständige Personen, die auch momentan im Durchlauf haben wir Top-Kandidaten, muss ich sagen. Das ist ein bisschen eine Werbeeinschaltung, aber wir haben wirklich Kandidaten, die die letzten 4, 5 Jahre oder teilweise länger schon in IT-Jobs waren. Mhm. Der große Unterschied ist halt, sie haben keine abgeschlossene Ausbildung, sie haben kein Zertifikat, sie haben kein Studium abgeschlossen, kein HTL abgeschlossen, aber sie können es. Ja. Sie haben sehr viel schon autodidaktisch oder durch den Job gelernt und machen mit uns jetzt quasi auch dieses Hackerl der Zertifizierung im Software-Testing nach. Und diese Kandidaten gehen dann in die Vorstellungstermine und Unternehmen entscheiden sich dann, wie in jedem anderen Vorstellungsgespräch auch, nach 1, 2 Terminen, ja, mit dem oder mit dem können wir uns das vorstellen, und dann startet auch die praktische Ausbildung. Also dann finden wir ein Startdatum und dann gibt es ein Onboarding, dann gibt es natürlich auch Unterstützung am Arbeitsplatz. Wir schauen immer dafür, dass wir von unserer Seite gibt es Unterstützung beim Coach Learning, das heißt, wir unterstützen bei allen Lernfragen. Und wir unterstützen auch das Unternehmen ein bisschen beim Onboarding und bei den ganzen Fragestellungen. Wir machen auch, wenn es sein muss, ein bisschen so Awareness-Schulungen und wie gehe ich damit um, wie spreche ich den an, auf seine Autismusdiagnose. Und dann sorgen wir auch dafür, dass es im Unternehmen immer einen Buddy oder einen Mentorin gibt. Das muss nicht immer der gleiche sein, der auch der Vorgesetzte ist. Das kann ganz wer anderer sein. Aber es ist wichtig für die ersten 2, 3 Monate, dass diese Person eine Ansprechstelle hat. Da geht es einfach um ganz einfache Sachen. Wenn, ich sage jetzt einmal, wenn irgendwo was fehlt, wenn er nicht mehr weiß, wo er sich was holen kann, Papier, keine Ahnung was. Also es sind so Ablaufsachen, wenn Geburtstagsfeier ist im Unternehmen und auf einmal sind alle im Besprechungsraum und niemand weiß. Ja, also dass diese Leute da ein bisschen mitgenommen werden, und das geht's. Also ich wollte noch ergänzen, ja, also auch das Interview, das du da mit dem vorab angesprochenen Robert geführt hast, ja, wo er aus seiner Sicht auch seine Sicht quasi dort dazugelegt hat, ja, was er braucht, ja, quasi, womit er gut arbeiten kann und so weiter, ja. Also das ist ein super tolles Referenz-Podcast quasi, den wir halt hier auch dann verwenden können, natürlich für die Unternehmen, um hier so diesen Rahmen ein bisschen abzustecken, ja. Ich habe jetzt auch hier das Feedback bekommen, zum Beispiel, dass einer der Teilnehmer, die jetzt bei einem Unternehmen schon im Einsatz ist, ja, der wurde gleich voll mitgenommen, auch gleich in die ganzen Meetings und so, ne? Der hat gesagt, was da alles gesprochen wird und auch dazu in Englisch und da verstehe ich überhaupt nichts, und sage ich, hey, cool down, ja, du bist 2 Tage jetzt im Unternehmen und du kriegst das dann am Rande mit, aber es wird noch nicht erwartet, dass du dort jetzt schon quasi dann qualifizierte, also jetzt zweckdienliche Hinweise gibst oder so, ja, sondern du lernst halt quasi jetzt einmal das Umfeld kennen, ja. Ja, also das war für mich auch eine spannende Erfahrung, mit dem Robert dieses Interview zu führen, weil er natürlich auch da in der Vorbereitung, ich mache ja sonst die Podcast-Folgen auch sehr spontan mit meinen Themen und Fragen, ne? Aber da war es natürlich schon auch wichtig, vorher abzuklären, wie ist der rote Faden durch, ne? Dass da quasi auch einfach klar ist, wie wird die Struktur sein, wie wird es ablaufen, ne? Und das war schon sehr, sehr wichtig, da habe ich mich auch darauf eingestellt, und das hat ja auch echt toll funktioniert, ne?
Ich hätte jetzt noch eine Frage für dich, Helmut, auch aus Trainersicht. Also der Foundation Level, das ist ja so der Basiseinstieg in die Testing-Welt. Habt ihr mal experimentiert oder gedacht oder auch ausgeführt, mal in eine Spezialrichtung des Testings da noch mal intensiver reinzugehen? Ich weiß nicht, jetzt Performance-Testing oder irgendwas oder Usability oder solche Sachen. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Ja, wenn man das gesamte Testing Pro anschaut, ja, dann ist das ISTQB nur einer von 9 Modulen, die wir jetzt als Nagarro zuliefern. Ja. Also wir haben dann als zweites Modul haben wir jetzt Testing AI Basics, ja. AI Basics, dass man eben quasi auch den Connex oder den Kontakt quasi einfach nur mal kennenlernt zu dem ganzen AI-Thema. Da auch lernt, okay, wie geht man damit jetzt um, ja, und wie kann man was wie wo einsetzen, was ist Best Practice, was ist vielleicht weniger gut. Wirklich auf sehr, sehr hohen, also nicht jetzt tief vertiefen, sondern quasi High Level quasi, ja. Dann haben wir, was haben wir drinnen? Umgang im agilen Umfeld, quasi wie Tester sich im agilen Umfeld bewegen, wie man kompakte Testfälle erstellen, wie man REST-Services testet, auch Test Automation Basics haben wir mit dabei, wo wir hier quasi ein bisschen vorbereiten dann für das Modul, das die Trizentis da mit dem Tosca Basic Kurs halt hier bereitstellt, dass hier dann quasi das abgerundet ist. Ja. Was wir drauf gekommen, ja, wir haben auch dann noch barrierefreies Testing, das halt extern auch zugeschaltet wird. Was nicht funktioniert hat, war eben zum Beispiel, eben wenn du angesprochen hast, Performance-Testing, ja, Grundlagen im Performance-Testing, da war dann die Richtung sehr rasch quasi ins Detail, ja. Da haben wir doch einige verloren, weil das ein sehr spezifisches Thema ist, ja. Und da haben wir dann gesagt, okay, das haben wir ausprobiert, das ist jetzt nicht so, weil es auch nicht so weit verbreitet, ja, dann nehmen wir lieber ein anderes Modul mit dazu. Und jetzt haben wir zum Beispiel eben auch Grundlagen fürs Requirement Engineering, ja, dass man weiß, wie man gewisse Anforderungen in Akzeptanztestkriterien halt formuliert, dass sie eindeutig sind und solche Dinge. Ja. Aber doch neben dem ISTQB, das als Grundlage, dann eben noch zusätzliche Module, die das Ganze dann abrunden. Ja. Ja, sehr spannend. Also das ist ja wirklich dann auch eine sehr fundierte, also ist jetzt quasi nicht, bei Foundation Level sagt man immer, das ist ja halt so der Einstieg, ne? Aber das ist ja auf jeden Fall auch sehr, sehr breit. Tolle Sache, ja. Also wir haben in Summe, eben sicher an die, das sind Züge, 50, 60 quasi Übungseinheiten quasi, die man halt jetzt da in 4 Stunden Blöcken dann quasi halt hier, 4, 5 Stunden Blöcke halt hier dann übers Jahr verteilt halt hier dann jetzt konzipiert haben. Ne? Super. Ja, sehr schön. Lieber Markus, lieber Helmut, vielen Dank für diese Einsichten da, mal diesen zu schreiben, was ihr da für ein tolles Projekt am Laufen habt. Und das auch, also ich finde, diesen Werbeblock kann man ruhig auch mal machen, dass für Unternehmen das natürlich auch interessant ist, sich vielleicht bei dir, Markus, da auch zu melden. Oder auch quasi Menschen, die eine Autismusdiagnose haben, vielleicht auf die das hören und denken, oh, das ist vielleicht mal auch ein Weg, den ich gehen möchte, dann ist das vielleicht auch schön. Also ich danke euch auf jeden Fall sehr, dass ihr uns da mal den Einblick gegeben habt, wie das in der Praxis aussieht, auch wie der Transfer aussieht. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen weiterhin für die Ausbildungen und dass die weiterhin auch gut besucht und gute Ergebnisse liefern. Und danke euch für die Zeit und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, danke auch für deine Möglichkeit oder für die Möglichkeit, hier unser cooles Herzensprojekt halt hier auch darzustellen und zu präsentieren. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss.